Alle Frauen auf der Welt sind Töchter. Und ich bin auch eine Tochter. Die Tochter eines Försters. Und ich erzähle euch jetzt meine Geschichte. Pflanzen erklärt, Ameisenhaufen. Und er hat sich auch sehr durchgesetzt, als meine Geschwister nachmittags nicht zum Sportunterricht gehen wollten, weil der Weg viel zu weit war und im Winter sowieso bei Eis und Schnee. Das Witzige war nur, dass meine Geschwister super gut im Sport waren und auf sämtlichen Sportfesten die Medaillen abgeräumt haben und bekamen dann eine bessere Note, als sie die vorher gehabt haben, als sie nicht teilgenommen haben. Ich muss euch unbedingt erzählen, wie sich meine Eltern kennengelernt haben. Denn die waren sehr modern damals schon, denn das war ein Blind Date. Die kannten sich eigentlich gar nicht. Meine Mutter, große, kräftige Frau, ich habe von ihr die braunen Augen geerbt und auch die extrovertierte Art, schnell mit Menschen ins Gespräch zu kommen. Gott sei Dank habe ich nicht ihren riesigen Busen geerbt. Also wie gesagt, mein Vater war verheiratet und besuchte irgendwann seinen Schwager und ging über den Schulhof und meine Mutter, ein Schulkind, stand auf dem Schulhof und hat gedacht, oh, das ist aber ein gut aussehender Mann. Jahre später, meine Mutter war eine junge Frau, Krankenschwester. Papas erste Frau starb bei dem 4. Kind kurz nach der Geburt, einem kleinen Mädchen. Fing die Verwandtschaft an, miteinander zu sprechen, dass der Papa ja eine neue Frau brauchte. Und so wurde meine Mutter angesprochen, ob sie nicht Lust hatte, meinen Vater mal zu besuchen. Meine Mutter konnte sich an meinen Vater wirklich so gut wie gar nicht erinnern. Aber irgendwo und irgendwie willigte sie ein. Packte also ein paar Sachen zusammen, setzte sich in den Zug und fuhr los. Als sie am Bahnhof ankam, stand ein kleiner, dicker Mann am Bahnsteig. Und meine Mutter sagte, ich habe gedacht, wenn er das ist, steige ich sofort wieder in den Zug ein und fahre wieder weg. Aber ein bisschen weiter stand ein großer, schlanker Mann mit Stiefeln, blank geputzt, einem Hirschfänger an der Seite, in Uniform. Tja, sie stieg aus und es war Liebe auf den ersten Blick. Und ich glaube, ein paar Wochen später waren sie verheiratet. Meine Mutter übernahm eine komplette Familie, 4 Kinder, was nicht einfach war. Hallo ihr Lieben, ich hoffe, euch gefällt mein Kanal. Also bitte fleißig abonnieren und auch die Glocke nicht vergessen. Ich verspreche euch, es wird noch sehr spannend.